Immer mehr Mandanten interessieren sich für Zweitpässe, für Citizenship by Investment Programme, gerade in der Karibik. Wie ein solcher Zweitpass Garant deiner Freiheit sein kann, darüber will ich in diesem Video sprechen. Es hat mich erschrocken, in einem Artikel vor kurzem zu lesen, dass der chinesische Staat über 100 illegale Polizeistationen weltweit betreibt. Diese sind offiziell getarnt als Beratungsstellen, wo sich chinesische Bürger zum Beispiel zur Verlängerung ihres chinesischen Führerscheins beraten lassen können. Tatsächlich aber handelt es sich um wirkliche Polizeistationen, wo Chinesen im Ausland überwacht werden, wo sie zum Teil auch gezwungen werden, in die Heimat zurückzukehren. Da wird dann sozusagen ein Verwandter in China staatlich festgehalten. Eine solche Polizeistation kontaktiert dann den im Ausland lebenden Chinesen, bestellt ihn ein und ihm wird letztlich gesagt, entweder du gehst jetzt zu Hause zurück oder deine Verwandte hier wird im Knast darben bis auf Weiteres. Ja, es ist ein schockierender Zustand, was so ein großer Staat wie China alles an Macht hat. Aus den USA kennen wir es genauso. Dort gibt es ja die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Meines Erachtens einfach ein Tool, um eigentlich zu wissen, was meine Bürger weltweit so alles treiben. Hier kann der Staat genau sehen, welche Aktivitäten Hier kann der Staat genau sehen, in welche wirtschaftlichen Aktivitäten so der Bürger involviert ist. Auch dies ein erschreckendes Beispiel für staatliche Überwachung. Und genau das Gleiche passiert jetzt natürlich auch in der EU, natürlich unter anderen Bedingungen und mit anderen Vorzeichen. Aber auch hier wurde ja im Januar 2024 beschlossen, ein umfassendes Kontroll- und Überwachungssystem zu etablieren, um Geldflüsse zu überwachen, Bargeldtransaktionen über 10.000 Euro zu verbieten, Kryptotransaktionen ab 1.000 Euro sehr genau zu kontrollieren, ein Vermögensregister zu schaffen und vieles mehr. Das zählt natürlich in genau die gleiche Richtung. Irgendwann kommt dann auch noch die Besteuerung der Staatsbürgerschaft dazu. Zum Teil gibt es die auch schon in Deutschland, wenn wir an die Erbschaftssteuer denken oder die erweitert beschränkte Steuerpflicht denken, wenn man Deutschland verlässt. Das sind alles Maßnahmen nun auch der EU hier in Richtung Überwachung. Also grundsätzlich große, mächtige Länder und Staatenverbunde können etliches tun, um hier die Freiheit ihrer Bürger ganz konkret einzuschränken und zu überwachen. Und das genau ist der Vorteil an kleinen Staaten, denn kleine Staaten haben diese Ressourcen schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, hier irgendwelche Weltbeherrschungsszenarien können sich kleine Staaten gar nicht leisten. Und es wäre ja völlig utopisch, wenn so eine kleine Insel wie St. Lucia in der Karibik versuchen würde, hier solche Maßnahmen auch nur anzudenken. Dort geht es bei Regierungsaufgaben um ganz konkrete Dinge, wie zum Beispiel eine Straße von A nach B zu bauen oder hier vielleicht einen Flugplatz zu erweitern. Das ist so die Regierungsaufgaben, die man hier so kennt, nicht hier die kleine Anzahl von Bürgern weltweit zu überwachen. Und das ist auch der Vorteil, wenn du eine Staatsbürgerschaft von einem kleinen Land hast. Der Staat, die Regierung, das Finanzamt wird dich in Ruhe lassen, muss dich in Ruhe lassen, denn sie haben weder das Geld noch die Ressourcen noch die Zeit, hier überhaupt dich in irgendeiner Weise zu beobachten, wie es ja diese Großmächte so können. Daher ist die Staatsbürgerschaft eines kleinen Landes für dich, was deine persönliche Freiheit anbelangt, ein sehr großer Vorteil. Du kannst diese tatsächlich nutzen, um dich hier behelligungsfrei letztlich in der Welt bewegen zu können, denn deine Regierung zu Hause interessiert es überhaupt nicht, was du so vorhast. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Citizenship by Investment Programme. Viele von denen befinden sich in der Karibik. St. Lucia habe ich gerade eben schon erwähnt. St. Vincent and the Grenadines gibt es auch noch. Grenada gibt es auch noch. Da gibt es also etliche. Viele von denen stehen natürlich unter Beschuss. Denn was ich gerade eben hier gesagt habe, diese Aspekte der Freiheit, die wollen natürlich die großen Länder, die wichtigen Staatenverbünde definitiv unterbinden. Es ist ja genau das Gegenteil dessen, was sie für ihre Bürger wollen. Und sie wollen die Fluchtwege in solche zweite Staatsbürgerschaften tatsächlich auch unterbinden. Wir wissen ja, dass Länder, die ein solches Programm in der EU anbieten, stark unter Druck stehen, hier dieses abzuschaffen. Sicherlich, es gibt dort Missbrauch. Sicherlich gibt es ja einige
üble Russen, die hier diese Staatsbürgerschaft in Malta erwerben wollten. Ganz klar. Aber grundsätzlich kann man natürlich nicht jeden unter Generalverdacht stellen, nur weil er eine solche Staatsbürgerschaft will. Natürlich würde ich dir nie im Leben empfehlen, eine maltesische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Der Preis ist ja hier völlig überhöht. Aber es sind eben jene Staatsbürgerschaften in diesen ganz kleinen Inseln in der Karibik, die doch für dich interessant sein können. Und warum können die interessant sein? Nun, du hast ja, wenn du im Ausland lebst, oft die Möglichkeit, dort eine Staatsbürgerschaft zu erwerben, sagen wir mal innerhalb von 5, 6, 7 Jahren. Tatsächlich aber hast du bei solchen Citizenship by Investment Programmen die Option, schon nach 4 bis 6 Monaten hier eine Staatsbürgerschaft zu erwerben. Das heißt, wenn es schnell gehen muss, ja, dann bist du natürlich damit um einiges besser beraten, als jetzt hier erstmal irgendwo einige Jahre leben zu müssen, um dann die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Natürlich, das ist nicht für jeden etwas. Wer nicht mal eben hier 100.000 oder mehr auf der hohen Kante liegen hat, der kann natürlich sich auch so eine solche Staatsbürgerschaft gar nicht leisten. Das ist mir schon klar. Aber jene Unternehmer oder jene wohlhabenden Personen, jene High Net Worth Individuals, die sich wirklich langfristige Gedanken machen, wie kann ich mein Vermögen schützen vor der Zugriffigkeit des Staates, die immer schlimmer werden wird, die sollten sich tatsächlich damit auseinandersetzen. Tatsächlich haben wir Mandanten, die nicht nur einen Zweitpass haben, sondern auch einen Dritt-, Viert- oder Fünftpass haben. Die sagen sich im Grunde, ich will in jeder Region der Welt letztlich hier meinen Pass haben, damit ich im Falle eines Falles eben auch örtlich flexibel bin. Zu was der Staat fähig ist, das haben wir ja während der Corona-Krise alle gesehen. Da wird auf einmal alles geschlossen, runtergefahren, verboten. Man kann sich nicht mehr bewegen. Dann ist es eben möglicherweise schon zu spät. Zu diesem Zeitpunkt musst du im Grunde schon alles vorbereitet haben und dann einfach nur noch zurück nach Hause gehen, was ja dann dein Land ist, und erhältst somit deine Bewegungsfreiheit. Gerade eben hatte ich schon so die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft kurz erwähnt. Das ist ja meiner Meinung nach etwas, was auf jeden Fall kommen wird. Ich meine, die Staaten schauen sich an, dass immer mehr Menschen letztlich hier ihr Heimatland verlassen. Wir sehen es ja auch in Deutschland ganz extrem. Ganz viele Leistungsträger verlassen Deutschland. Man kann im Grunde schon fast sagen, wer gehen kann, der geht. Wo soll das hinführen, will sich der Staat sagen. Ja, ich meine, die Grüne Partei hat ja schon im letzten Wahlprogramm ganz klar drin gehabt, dass hier die Besteuerung an die Staatsbürgerschaft geknüpft werden soll. Das ist also in den Köpfen der Politiker. Je mehr Leute wegziehen werden, desto schneller wird es dazu kommen und dann vermutlich EU-weit. So, dann kannst du sagen, man hat ein EU-weites Vermögensregister. Es gibt letztlich EU-weit die Besteuerung der Staatsbürgerschaft. Dann bist du dem Staat also komplett ausgeliefert, auch wenn du nicht mal mehr dort wohnst und dein Vermögen natürlich sowieso. Oder glaubst du wirklich, dass du deine Bitcoins auch in Zukunft noch hier ein Jahr nach dem Kauf weiter steuerfrei verkaufen kannst, wenn der Preis von Bitcoin weiter so in die Höhe geht, wie wir es ja jetzt gesehen haben? Das lockt doch definitiv hier die Regierung auf den Plan. Du kannst also garantiert davon ausgehen, dass dein Vermögen und dein Einkommen, egal in welcher Form, in Zukunft hier letztlich von der Zentralmacht, sage ich jetzt mal so überspitzt, in irgendeiner Weise bedroht sein wird. Ein Zweitpass in einem kleinen Land kann tatsächlich Garant deiner Freiheit sein. Du solltest dir also auf jeden Fall überlegen, ob das nicht für dich Sinn macht. Wie gesagt, wenn du sowieso in der Lage bist, dass du im Ausland schon lebst, außerhalb der EU idealerweise, und hier eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen kannst, dann würde ich dir wärmstens empfehlen, dich mit diesem Gedanken intensiv zu beschäftigen. Und wenn es nicht geht, dann würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen, ob es nicht Sinn macht, und es macht nicht immer Sinn, einen zweiten Pass zu erwerben durch eines der Citizenship by Investment Programme. Wenn das Thema Freiheit, Citizenship by Investment, Steuerreduzierung im Ausland auch für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch treffen zu können. Den Link zur Beratung packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich zu unserer Mandantschaft zählen zu können, und sage bis dahin alles Gute. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.